Hallo liebe Leute vom STI. Meine Zeit bei euch ist schon ziemlich lange her und die Frage, was aus mir geworden ist, finde ich selber recht interessant. Auf jeden Fall etwas ganz anderes, als ich eigentlich dachte, was aus mir wird. Und wenn mir vor 20 Jahren jemand gesagt hätte, du schreibst einmal eine ethnografische Doktorarbeit über internationale Erzählkultur, dann hätte ich gesagt, du spinnst. Das kann überhaupt nicht wahr sein. Aber tatsächlich ist es so. Ich untersuche das International Storytelling Festival auf der Insel Cape Clear in Irland. Beobachte es schon über einen Zeitraum von 10 Jahren. Und dort auf dieser kleinen Insel habe ich eine Geschichte gehört von einem amerikanisch-kubanischen Storyteller mit Namen Antonio Sacre. Er hat die Geschichte zweisprachig erzählt, Englisch und Spanisch. Und die habe ich euch für heute einfach mitgebracht. Er erzählt von einer Mäusefamilie, von Mama und Papa Maus, also Mama y Papa Raton, von Bruder Maus, Hermano Raton und von der Schwester Maus, Hermana Raton. Die beiden Mäusekinder haben an einem wunderschönen Frühlingstag im Garten gespielt, herumgetollt. Und plötzlich haben sie gemerkt, dass sie von der Nachbarskatze hinter dem Zaun beobachtet werden. Sie haben aber ganz schnell herausgefunden, dass die Katze nicht herüber kann, weil ein dicker Maschendrahtzaun zwischen ihnen war. Und der Bruder, Hermano Raton, ist ganz mutig geworden, ist hingelaufen zum Zaun und hat Grimassen geschnitten. Er erwischt uns sowieso nicht. Und auch die Schwester hat gerufen, Katze, liebe Katze, gib mir deine Katze. Aber plötzlich hat die Katze Anlauf genommen, ist ganz leicht auf den Zaun, hat kurz verharrt und zack, ist runter in den Garten zu den Mäusekindern. Die Kinder, Hermano und Hermana, sind gelaufen, um ihr Leben gelaufen. Sie haben gerufen, Mama, Mama, Papa, helft uns schnell, die Katze frisst uns auf, wir werden gleich sterben. Und Papa Raton, der mutige, starke, ist sofort herausgestürmt, hinter ihm die Mama. Und als er die Katze gesehen hat, die riesige Katze mit ihren funkelnden Augen, da hat er sich sofort hinter Mama Maus versteckt. Die beiden Kinder haben sich auch hinter Mama Maus versteckt und alle sind jetzt hinter ihr gestanden und Mama Maus ist vor dem Todfeind gestanden, hat ihm ins Auge geblickt, hat fieberhaft überlegt, was soll ich jetzt machen, was soll ich jetzt machen. Dann hat sie ihren ganzen Mut zusammengenommen und hat gerufen, so laut sie nur konnte, hat sie die Katze angeschrien. Wow, 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 wow. Und als der Nachbarhund auf der anderen Seite das gehört hat, hat er auch angefangen zu bellen und auf der anderen Seite auch und vorne auch. Insgesamt haben 4, 5 Hunde angefangen zu bellen. Die Katze hat sich so erschreckt, hat einen Katzenbuckel gemacht, hat ihr Fell gesträubt und ist weggelaufen, über den Zaun wieder zurück in den Garten gesprungen und war über alle Berge. Die ganze Mäusefamilie war gerettet. Alle haben sich so gefreut. Also die Mäusemama, die war sich ja nicht sicher, ob diese Taktik funktioniert, aber es hat geklappt. Und sie hat sich umgedreht zu ihren Kindern und hat gesagt, seht ihr, liebe Kinder, wie wichtig es ist, eine Fremdsprache zu beherrschen. In diesem Sinne, liebe Grüße von Wilma Pfeiffer, lernt fleißig weiter, man weiß nie, wozu man es brauchen kann. Tschüss!